Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau und einige andere Sachen, wo ich halt mal Bock drauf habe. Ja, unser heutiges Thema wird sein, mal wieder ein Versuch, einen Tonfa zu bauen. Ich habe mir da mal jetzt ein paar andere Sachen überlegt. Das erste Teil, also den ersten Versuch hatte ich ja gemacht mit den 3 mm Kernstäben, die ich da verklebt habe. Muss ich sagen, erstmal habe ich nicht so besonders toll geklebt und auch nicht so sauber gesägt und war 1 oder 2 Denkfehler drin. Ich glaube, das hätte auch nicht so wirklich funktioniert. Aber man kennt es ja als Laper, man läuft ja immer durch den Baumarkt und sieht irgendwelche komischen Sachen, die man dann vielleicht für irgendwas verwursteln kann. Ist mir jetzt vor ein paar Tagen passiert, nachdem mich auch mal wieder einer gefragt hat. Da habe ich dann die Augen mal ein bisschen weiter aufgemacht wie sonst und bin dann in der Gaswasser Abteilung gelandet und habe da nämlich was gefunden. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich werde jetzt erstmal so den Rohling quasi, erstmal den groben Grundbau in dem ersten Teil machen und dann schauen wir mal, was ihr dazu sagt. Also, wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann fangen wir mal an, und zwar habe ich im Baumarkt in der Gaswasser Abteilung bin ich mal wieder so ein bisschen durchgeschlendert. Da habe ich dieses T-Stück aus Kunststoff gefunden. Da dachte ich mir so, das wäre ja vielleicht auch mal eine Idee für das Tonfa. Das Ding, das hat noch keine 2 Euro gekostet. Ich dachte, nimmst du einfach mal mit. Bei 2 Euro kannst du nicht viel falsch machen. Ja, dann habe ich noch von meinen Rohren, wo ich die Wurfspeere und so was von gemacht habe, habe ich hier auch noch so ein bisschen Rohr hier liegen gehabt. Habe jetzt übrigens auch noch nicht so ganz entgratet. Sehe ich gerade, werde ich direkt noch machen. So, das muss jetzt erstmal kurz reichen. Ja, also wie gesagt, immer gucken, dass er hier die Kanten gut entgratet, damit da keine scharfen Kanten sind. Die Rohre, wie gesagt, die habe ich, das sind die Rohre, das sind für Kabel zu verlegen aus dem Baumarkt. Die sind relativ robust, ne? Also wie ihr seht, also tut sich bei der Länge so gut wie gar nichts. Deshalb habe ich mir überlegt, könnte man ja prinzipiell damit bauen, so ein Tonfa. Habe schon mal ein bisschen zusammengesägt. Der einzige Nachteil, der bei dem Teil ist, dass das Loch einen anderen Durchmesser, also einen kleineren hat wie das. Ja, also ich muss jetzt für die Teile muss ich ein dickeres Rohr nehmen. Auch hat das hier so ein Flansch drinnen. Also das Ding geht nicht ganz rein, aber bei der, wenn es stramm genug ist und verklebt wird, sollte das eigentlich auch nicht das Problem sein. Wenn ich jetzt hier so eine Standbohrmaschine hätte, könnte man noch dann auf der kompletten mit dem Durchmesser durchbohren, dann könnte man quasi aus den 2 Teilen 1 machen, was natürlich die Stabilität auch noch verbessern würde, aber leider habe ich keine Standbohrmaschine und auch keinen Bohrer, der da groß genug für ist. Ich könnte es jetzt noch mit dem Dremel, den ich hier liegen habe, ausschleifen, aber ich muss ehrlich sein, ich werde nur hier so an den Löchern noch ein bisschen schleifen, das geht noch ein bisschen steif rein. Ja? Dann habe ich noch so ein paar Stücken, wo ich mal kernlose Sachen gemacht habe. Die sind allerdings ein bisschen dicker. Da muss ich noch ein bisschen was wegschneiden. Die kommen dann, ein Stück davon kommt dann hier rein, quasi als Spitzenschutz. Dann noch Leder oder Fliegengitter. Ich werde wahrscheinlich da diesmal Fliegengitter nehmen, damit das ein bisschen schmaler wird. Natürlich kommen dann nachher noch Matten drüber und dann gucken wir einfach mal. Das wird jetzt in dem Video, wird das quasi nur so der grobe Grundbau werden. Das ist, damit ihr da mal überlegen könnt oder selber sagen könnt, was das von der Idee haltet. Ist jetzt mal so eine Idee. Ob das jetzt was wird, mal gucken. Fangen wir einfach mal an. Dann werden wir hier das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen schleifen. Also ist nicht viel, also grob passt das schon rein. Aber wie ihr hier seht, das ist noch nicht tief genug. Da muss noch mindestens so 1,5 bis 2 cm mehr. Habe ich jetzt einfach hier mal so auf dem Dremel, habe ich hier so einen Schleifaufsatz und dann probieren wir das einfach mal aus. Wie gesagt, dann probiere ich mal aus.
Den habe ich jetzt bei ein paar Sachen schon getestet. Den fand ich nicht schlecht. Ne? Kontaktkleber. Normalerweise muss ich dann zwar wahrscheinlich beide Seiten mit einkleben. Werden wir wahrscheinlich auch machen. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoll. Und dann gucken wir mal. Dann werden wir mal weitermachen. Ich habe das Ganze jetzt gut trocknen lassen. Also tut sich gar nichts mehr. Scheint relativ stabil zu sein. Dann werden wir jetzt mal hier noch so ein bisschen was rumschleifen. So, hier oben noch. Das ist dann nur, damit dann nachher der Spitzenschutz besser anliegt. Den werde ich diesmal nicht mit Leder machen, sondern mit Fliegengitter. Deshalb habe ich hier auch schon ein Stück liegen. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Stücken. Dann haben wir schon mal um die Spitzen was drum gemacht, dass da nichts passieren kann. Wie ihr seht, das kann man immer noch drücken. Ne? Also nicht, dass er meint, das ist dann stocksteif. Zumal nachher dann auch noch mal eine Zehnermatte als Stoßschutz noch mal zusätzlich drauf kommt. Also das ist dann doppelt, dreifach gesichert. Also da kann eigentlich gar nichts passieren. So, dann habe ich schon mal ein paar Sechsermatten vorbereitet. Ich will das Ganze ja ein bisschen ummanteln. Jetzt muss ich gucken, ich weiß nicht, ob das so gut hält hier mit dem Heißkleber, aber normalerweise klappt das. Ist ja auch nicht groß, was irgendwie gebogen wird. Dann muss das eigentlich ganz gut funktionieren. Das mache ich jetzt, damit ich hier diese Höhe ausgeglichen habe. Das kommt ungefähr hin. Muss ich noch ein bisschen hier so an der Kante vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten, aber so im Großen und Ganzen müsste das eigentlich gut passen. So. Kommt dann noch hier und da. Und dann habe ich ein langes Stück. Das kommt dann hier quasi drüber. Da habe ich mir auch noch was einfallen lassen, so einen kleinen Trick. Ja, den zeige ich euch dann auch nachher. Also dranbleiben. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber da erleichtert die Arbeit ein bisschen. Bei dem Griff mal gucken. Ich glaube, bei dem Griff selber werde ich nicht noch eine 6er Matte. Also hier bei dem mache ich eine 6er noch drum und hier, also bei dem Griff selber mache ich glaube ich nur noch mal eine 3er, glaube ich, drüber. Habe ich mir jetzt mal so überlegt. Weil sonst wird der Griff nachher zu dick und den könnt ihr dann nachher nicht vernünftig packen. Gut, da kann man noch ein bisschen was dran machen, aber so im Großen und Ganzen denke ich mal, soll das Ding ja auch ein bisschen handlich werden. Ne? So. Also prinzipiell könnte man dann noch irgendwie Elektrik ein bisschen verbauen. Ich habe ja diesen Draht mir jetzt gekauft, diesen EL-Draht. Müsste man noch irgendwie vielleicht hier so... Ach Leute, ich habe schon wieder viel zu viele Ideen. Ne? Naja, mal gucken. Vielleicht mache ich da noch was. Wäre natürlich geil mit so ein bisschen Beleuchtung. Naja, wir bauen erstmal einen ohne. Mit Elektrik kann ich immer dann noch einen bauen. Erstmal gucken, wie der hier so wird. Ich
hätte das, also mit dem Loch hier hätte ich machen müssen, bevor ich das, aber na, kriegen wir auch hin. Wisst ihr, was wir da einfach machen? Einmal diesen. Kann aber trotzdem sein, dass das Loch jetzt zu klein geworden ist. Durch das Wickeln. Ja. Das Loch ist durch das Wickeln zu klein geworden, Leute. Das ist natürlich Murks. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe nämlich noch ein Locheisen. Ich habe das größte Locheisen, was ich noch hatte, geholt. Dafür brauchen wir noch mal ein Stück Holz. Das tun wir mal hier so rüber. Und dann hoffe ich mal, dass das Rohr groß hier noch ist. So. Ja, also wirklich viel größer hätte das auch nicht so den Anschein. Aber so ein bisschen. So, schauen wir mal. Ne? Wie gesagt, Leute, prinzipiell hätte das funktioniert. Ich hätte nur noch nicht das so dick machen dürfen. Also müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Aber wenn ihr seht, wenn ihr erstmal den Anfang habt, geht das eigentlich ganz gut. Müssen wir irgendwie wirklich ein bisschen dick hier warten. Naja, gut, ist halt Lab. Ich muss gleich mal gucken, ob ich hier noch 3er Matte habe. Also den Griff werde ich definitiv nicht eine 6er Matte. Das wird mir ein bisschen zu dick. Ja, dann brauchen wir hier noch so ein paar Sachen. Dann wollen wir noch ein paar Beschläge und so was machen. Ich weiß nicht, vielleicht hier noch an den Seiten. Vielleicht noch. Aber wie gesagt, hier bei dem merkt man, hier habt ihr so ein bisschen so ein Knüll. Das lag dran, weil ich das hier in der Mitte geschnitten hatte. Also wenn das in einem Loch durchgeht, wie hier auf der Seite, habt ihr da anscheinend kein Problem. Das war jetzt wirklich hier. Also wenn ich zweite mache, muss ich gucken, dass ich das Loch direkt groß genug mache, dann passiert da auch nichts. So, jetzt werden wir hier noch mal gucken, ob ich da noch was habe. Hier haben wir noch ein Stück 3er Matte. Dann kommen da noch so ein paar Schläuche und so. Ich habe schon wieder viel zu viele Ideen, Leute. Das wird schlimm werden. Vielleicht muss ich doch 2 bauen. Aber naja, gut. Wir machen jetzt erstmal den und dann gucken wir mal, was wir aus dem Ding hier so richtig Brachiales für so Dark Genesis rausgeknüppelt kriegen hier. Dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar, ich habe noch ein zweites Teil gebaut. Das erste, das war mal hier ein bisschen zu dick. Jetzt habe ich quasi nur eine 6er Matte drum gemacht, dass das mal ein bisschen schlanker aussieht. Also quasi 6er Matte, dann hier auch noch mal eine 6er drüber und hier noch ein bisschen eine 10er und hier wieder eine 6er. Also dass das Ganze ein bisschen schlanker wird. 6er Matte drumherum ist jetzt auf jeden Fall, wie ihr seht, um eines hübscher. Man könnte vielleicht noch mal eine 3er Matte drum machen oder noch mal eine 6er, aber dann sind wir schon fast wieder auf derselben Dicke wie das Ding hier. Naja, nicht ganz. Vielleicht. Ja, wäre ein bisschen schlanker noch. Könnte man auch noch machen. Also noch mal eine 6er hier noch mit drum. Dann hätte man die Dicke wie hier quasi. Aber egal. Ja, wie gesagt, den lassen wir jetzt erstmal so. Den werden wir so pinseln. Das wird halt ein ganz einfacher
Tonfa. Und den ersten, hier das riesen dicke Ding, da habe ich mir jetzt überlegt, in das ganze Teil werden wir ein bisschen Elektrik einbauen. Ich habe hier hinten schon so ein bisschen was weggeschnitten, sieht jetzt noch nicht so hübsch aus, da müssen wir noch ein bisschen schleifen und so. Und will jetzt die Elektrik, die ich für den Schockstab, da habe ich mir noch ein paar mehr bestellt, will das Ding jetzt da verbauen. Bin schon mal hingegangen, habe jetzt so eine Art Fach gebaut. Ich muss mal gucken. Hier hinten ist noch so das Teil. Muss ja nicht drauf, ist der Schraubenzieher klein genug. Wahrscheinlich. Schraube haben wir jetzt wieder drin, weil das war nämlich ein bisschen blöd. Das Ding, das stand dann so ein bisschen schief. Seht ihr? Jetzt haben wir es nämlich vernünftig. Aber einfach aus 6er Matte, einfach so was, so langes Rechteck. Hier habe ich noch mit einem Locheisen was aus, aber das seht ihr dann gleich. Das ist dann quasi, dass der Kabel besser dann durchgeht. Und dann gucken wir mal. Da habe ich schon noch ein paar Sachen vorbereitet, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Bin ich hingegangen, habe aus einer 3er Matte, habe da so ein paar Löcher mit dem Locheisen. So ein bisschen schief und krumm geworden, sehe ich, aber das ist nicht so schlimm. Das kommt nachher als eine Abdeckung. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe jetzt hier, das ist glaube ich eine 20 mm Matte, habe ich mir überlegt, das Fach kommt jetzt hier so drauf. Deshalb habe ich hier auch den Ausschnitt gemacht. Das ist quasi, da habe ich dann hier und da ein Loch gemacht. Da soll dann der Schlauch durch. Und das Ganze werde ich dann hier so festkleben. Einmal hier, einmal da. Das so ein bisschen wie so eine, keine Ahnung, Spule so ein bisschen soll das werden. Dann werde ich ein Kabel und das den Schlauch hier so durch. Da muss ich aber gleich noch gucken. Habe ich mir bisher so grob überlegt. Hier in der Mitte habe ich jetzt eine Linie gemacht. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich hier quasi so eine Art Schlauchkanal mache, wo dann der Schlauch reinkommt. Und anschließend will ich dann das hier so drüber kleben, dass das so ein bisschen wie so eine Verdeckung aussieht, dass man den Kabel oder Schlauch nicht direkt so sieht und das blaue Licht dann quasi so da durchflackert. Und das Ganze wird dann halt hier dran gemacht. Der Schlauch, der geht dann einmal komplett hier so durch, soll dann hier unten durchkommen, wird er hier irgendwie lang geführt. Und dann habe ich mir überlegt, entweder mache ich hier in dem Bereich eine Art Spule drum. Oder setze hier vorne noch ein Stück dran und mache hier noch. Also da bin ich noch am Überlegen. Wie gesagt, da gucken wir jetzt erstmal. Jetzt werden wir erstmal hier das Teil. Werden wir jetzt erstmal die Vertiefung für den Schlauch reinmachen. Ich schneide schon mal ein bisschen vor. Ich habe zwar den Lötkolben schon angeworfen. Müssen wir wirklich nachher mal gucken, wie das im Dunkeln aussieht. Hier, das können wir ja nachher dann auch ein bisschen fixieren. Ja, das machen wir dann erstmal später. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt mal und kleben das hier schon mal dran. Und dann müssen wir das einmal. Seht ihr Leute, das habe ich mir nämlich gedacht. Das wird natürlich genau dadurch mit dem Schlauch, das funktioniert. Aber hier die Bio, das ist Mist. Das ist natürlich jetzt scheiße. Das war jetzt ehrlich gesagt so überhaupt nicht geplant. Da müssen wir wirklich gucken. Tja, dann würde ich sagen, das Teil schneiden wir hier mal ab. Also das klappt schon mal nicht,
wegen der Biegung. Da hätte ich mir was anderes einfallen lassen müssen. Das ist natürlich schon mal Mist. Aber gucken wir mal, wie das hier so auf der Länge aussieht. Vielleicht können wir da ja was machen. So, wenn wir hier ein bisschen was dran ändern müssen, ne? Kommt das Ding halt hier so dran. Das ist natürlich jetzt irgendwie ziemlich blöd, aber naja, gut. Dann ist es halt so. Dann werden wir das Ganze nämlich jetzt hier so dran kleben. Ja, wie ihr seht, bei mir klappt das doch nicht immer alles so, wie es soll. Dann müssen wir dann später noch ein bisschen was beiarbeiten. Dann muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen, wenn wir das Ganze dann nochmal, wie gesagt, hier vorne kommt dann noch so ein bisschen was dran, wo ich dann vielleicht den Draht mit dem Ding hier, da müssen wir dann auch mal gucken, wie ich das hier noch so ein bisschen, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Noch so ein bisschen hier, dass hier auch alles so im Leuchten ist. Und das dünne Stück dann wird dann vorne quasi drum gewickelt. Mal gucken. So, bis jetzt klappt soweit. Hat ein bisschen was von einem Stormtrooper Laser. Ne? Ja, ein bisschen, aber auch nur. So, machen wir hier rein. Dann gucken wir uns das ganze Elend mal an, was ich hier fabriziert habe. Wie gesagt, den Kabel, da muss ich uns gucken. Aber da kann ich ja jetzt hier hinten irgendwo noch so, das sieht jetzt sowieso alles ein bisschen komisch aus. Werde ich vielleicht hier hinten noch irgendwas drauf montieren, dass das hinten auch ein bisschen hübscher aussieht. Und mit dem Deckel, wie gesagt, da muss ich uns gucken, da werde ich wahrscheinlich Flaches drauf, dass man das Ding vielleicht so rausziehen kann. Damit man hier dann nur quasi so für den Finger so ein Loch hat, um dann drauf zu drücken. Ich würde aber auch sagen, wir testen das Ding jetzt mal gucken, wie das im Dunkeln aussieht. Das habe ich nämlich auch noch nicht ausprobiert. Muss ich mal gucken. Das Ding, das wird so irgendwie ein Sammelsurium von irgendwelchen Ideen. So, machen wir erst die Heißklebepistole aus. Tun wir die Stecker mal aus und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. Licht aus. Den Knopf sieht man ja. Ihr müsst ja dann noch bedenken, die Löcher, wenn dann die Farbe drauf ist, kommt ja nur noch das Licht aus den Löchern raus. Jo, ne? Also ich würde sagen, das könnte schon interessant werden. So, machen wir mal wieder an das Licht. Ja, wird nicht so, wie ich mir gedacht hatte eigentlich, aber wir improvisieren jetzt einfach mal. Dadurch, dass das da nichts ist, was es wirklich gibt. Aber, Leute, wartet mal, ich mache mal wieder das Licht alles an. Wie gesagt, deshalb habe ich nämlich extra das Ding jetzt erstmal angefangen, um schon mal so ein bisschen was zu tüfteln. Jetzt, dass das hier nicht funktioniert, naja gut, das hätte ich mir eigentlich denken können. Aber wir wissen jetzt für die eine Spule, dass sowas hier nicht funktioniert. Auf jeden Fall nicht, indem man Dreck drauf macht. Muss man dann wahrscheinlich so in der Biegung dann anders machen. Aber naja, gut. Wie gesagt, wir wissen jetzt schon mal Bescheid. Ja, da würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal bei dem Teil wieder Schluss. Wie gesagt, das ist jetzt nur so ein bisschen ein Testteil für diesen Schockstab. Gelernt haben wir schon mal, dass das mit der Knickung so nicht funktioniert. Haben wir schon mal für das nächste, also für den Schockstab schon mal dazu gelernt. Das müssen wir anders probieren. Das klappt so nicht. Also auf jeden Fall nicht mit dieser Abdeckung drüber. Also werde ich dann hingehen wie in dem Elektro-Testteil, werde ich dann einen Schlauch nehmen und quasi das einen anderen noch drumherum wickeln.
Hoffe, dass das funktioniert und das Teil dann quasi nachher dann nur reinlegen. Soweit der Gedankengang. Wie gesagt, das Ding wird jetzt irgendwie was ganz anderes. Zwar auch irgendwie so ein Tonfer mit Elektrospielerei, was es so in der Optik wahrscheinlich überhaupt nicht gibt. Aber das ist ja mal was anderes. Mal gucken, wie das Ding nachher aussieht, wenn es dann mal fertig ist. Könnte vielleicht interessant werden. Dann hoffe ich mal, so das erste Prototypen bauen von dem Tonfer und dann jetzt mit der Elektrik dann zusammen. Jetzt in den nächsten Teilen wird es dann wahrscheinlich nur darum gehen, vielleicht mache ich 2 oder auch 3, das weiß ich noch nicht. Das hängt jetzt von ab, was mir da alles da noch so durch den Kopf geht mit der Elektrik hier von dem Elektrikteil. Weil das normale, das ist ja soweit fertig, das muss ich ja eigentlich nur noch pinseln. Um das ging es eigentlich auch erstmal nur, aber ich muss sagen, das mit der Elektrik finde ich auch ganz spannend. Deshalb werde ich an dem noch weitermachen und werde dann quasi euch dann mit den Videos auf dem Laufenden halten, wie das Ding nachher so sich entwickelt und dann fertig aussieht. Ich hoffe mal, das ganze Projekt interessiert euch. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Mal gucken, ich hoffe mal so Mittwoch und dass wir das ganze Teil dann nächste Woche Samstag fertig haben. Ich hänge ein bisschen hinterher, aber wie gesagt, das ist ja auch alles hier ein bisschen hochexperimentell für mich. Aber es macht Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon wieder einiges dazugelernt, also was nicht funktioniert. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns, ich hoffe Mittwoch, beim nächsten Teil. Wir sehen.